Und warum postest du das dann? Naja, Frauen sagen nein und meinen ja, komische Logik. Ich glaube, da ist fehlende Gehirnmasse vorhanden. Den Satz habe ich ehrlich gesagt kaum verstanden, aber das war ein echter Kommentar unter meinem TikTok und das war nicht der einzige. Warst du schon beim Arzt deswegen? Ich wusste gar nicht, dass Alleinreisen ein medizinischer Notfall ist. Aber klar, du, ich kann dir gerne einen empfehlen. Ach, so nennt man das heute, wenn man zu viele Ansprüche hat und den passenden nicht findet. Stimmt, wie konnte ich nur ans Meer fahren, statt eine halbherzige Beziehung zu führen? Ganz klar, beziehungsunfähig. Ich glaube, mit 39 bleibt dir auch nichts anderes übrig. Okay. Alleinreisen ist also keine freie Entscheidung, sondern eine Strafe fürs Alter? Naja, die wenigsten Männer wollen eine Frau über 35, allein schon, weil Kinder dann schwierig werden. Wow, ich fliege allein in den Urlaub und plötzlich wird Fortpflanzungspolitik zum Thema. Und das waren nicht mal alle Kommentare. TikTok hat sehr viel gefiltert. Ich glaube, an einem Tag waren es 91 Kommentare, am nächsten Tag 68, dann 48. Ehrlich, ich habe viel Hate bekommen für eine Sache, die völlig normal ist, die nicht verwerflich ist. Überleg mal, 91 gefilterte Kommentare, da denkst du dir, was geht ab? Was geht ab? Es gab Leute, die plötzlich über meinen Bodycount diskutierten. Also Bodycount bedeutet umgangssprachlich die Anzahl der GS-Partner, ne? Ihr wisst schon, Rambazamba, ne? Ich kann es hier nicht so aussprechen, aber und nur, weil ich eine alleinreisende Frau bin. Verrückt. Willkommen im Jahr 2025. Man muss sich heutzutage gar nicht ausziehen. Man muss einfach nur allein in den Urlaub fliegen. Ja, man muss einfach nur stolz allein in den Urlaub fliegen. Wow, ich war wirklich so schockiert und dachte, ich muss mich abmelden. Ich muss mich überall abmelden. Ich komme nie wieder online. Aber dann fand ich es witzig. Ja, ich fand es witzig. Aber es gab auch unglaublich viele positive Stimmen von Frauen, die alleine reisen, die das auch tun, die das fühlen, die das feiern. Aber der Hate kam wirklich überwiegend von Männern. Das ist leider so. Also die Frauen waren immer cool. Ich habe keine einzige Frau unter meinem TikTok haten sehen. Einer schrieb auch, er würde mir das nicht erlauben. Ich meine, ich lebe hier nicht mehr im Jahr 1950 oder so. Ich brauche keine Zustimmung oder ich brauche kein Einverständnis. Wenn ich in einer Beziehung bin, dann lebe ich nicht im Käfig. Wo komme ich dann dahin? Also wenn mein Partner mir das Go, weißt du, wie ein Vertrag, ja, du darfst und nein, du darfst nicht. Nein, nein, gibt es nicht. Und wisst ihr, was mich daran so sehr stört? Die Doppelmoral. Denn das Verhalten von Paaren ohne eigene Interessen wird selten hinterfragt. Ein Paar, das zusammenbleibt, obwohl es unglücklich ist, wird selten kritisiert, eher bewundert. Oh, guck mal, sie halten zusammen. Das ist Loyalität, Stärke, Verantwortung. Aber vielleicht ist das auch einfach nur Angst. Angst vor Veränderung, Angst vor dem Alleinsein oder reine Bequemlichkeit. Aber wenn eine Frau alleine reist, wird diskutiert. Dann geht es um den Beziehungsstatus, sie ist zu wählerisch, Ende 30, hohe Ansprüche. Ich glaube, viele sehen in einer Frau, die alleine reist, nicht einfach nur eine Frau im Urlaub, sondern ihren eigenen Spiegel. Ihren Spiegel der Abhängigkeit, der Ängste oder vielleicht auch der eigenen Entscheidungen. Und ich glaube, genau das triggert. Das ist für viele beängstigend, denn die Frau lebt etwas, das man sich selbst nicht traut oder das sich viele nicht trauen. Es geht, glaube ich, nicht um die Reise an sich, sondern diese Unabhängigkeit, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und zu sagen, das mache ich jetzt. Es ist aber viel einfacher, über fehlende Gehirnmasse zu schreiben, als ehrlich zu sagen, hey, ich traue mich das nicht. Ich habe nicht den Mut dazu. Ich finde das aber toll, was du machst. Nein, wir haten lieber. Oder die meisten haten dann lieber, obwohl sie eigentlich sich selbst kritisieren. Ich hatte mal eine Beziehung, da war genau das ein Riesenthema. Er 6 Wochen durch die USA gereist, er hat einen Roadtrip gemacht, aber als ich meinte, dass ich allein verreisen will, war das auf einmal nicht mehr okay. Es gab einen mega großen Streit. Es sind Dinge gesagt worden, die sehr respektlos waren. Und ich weiß, Alleinreisen ist nicht immer einfach. Nicht, weil man sich einsam fühlt, weil es andere nervös macht. Aber ich bin ganz ehrlich, ich brauche keinen Mann, der Drama macht, nur weil ich mal alleine losziehen will. Ich brauche auch keinen Mann, der die ganze Beziehung hinterfragt, nur weil ich alleine im Urlaub bin. Und genau da ist für mich die Grenze. Wenn jemand meine Freiheit problematisiert, ich selbst soll alles mittragen, bin ich raus. Ich finde,
Respekt ist kein Wunschkonzert, aber wenn der fehlt, dann läuft es nicht. Ich stehe auf Männer oder ich finde Männer gut oder attraktiv, die ihre Frauen supporten, die sich freuen, dass ihre Frauen das mal machen. Es ist komisch, oder? Dass eine Frau allein im Flieger mehr provoziert als zwei Unglückliche nebeneinander auf der Couch. Verrückt, oder? Und doch ein bisschen absurd. Vielleicht habt ihr ja ähnliche Erfahrungen gesammelt oder eine komplett andere Sichtweise. Schreibt's mir gerne mal in die Kommentare. Auf Wiedersehen, ne?